Eine Sache will ich heute auf jeden Fall testen, und zwar Laren Chasm. Die ganze Sache, wenn wir Fast Job Change gemacht haben. Wie realistisch gut ist es, in Laren Chasm reinzugehen? Macht es Sinn, da irgendwie mit EXP, Curse oder irgendwas ein paar Level zu machen, bis Level 30 und so? Das werden wir uns auf jeden Fall einmal angucken. Aber wir müssen halt, aber hier habe ich keinen Restat, oder? Kann ich dir die Stats irgendwie wieder rausnehmen? Der hat 56 Stats, das verfälscht ganz schön. Wenn man jetzt einen 15er Char simulieren will, ansonsten würde ich halt den D-Leveln. Weil der hat wenigstens ein paar Prems, um zu gucken, okay, wie realistisch ist es, mit Level 15 Laren Chasm zu machen. Ich will jetzt natürlich nicht in irgendeinem random 15er Char jetzt da reincashen, um irgendwie das zu simulieren, dass wir jetzt Power Scroll und sowas aktiv haben. Deswegen hätte ich jetzt einen von meinen Ults genutzt. Hätte jetzt einfach zweifelsfall D-Level, aber mit D-Level komme ich sowieso nicht in diesen 15er-Bereich rein. Welche Level brauchst du? 15 bis 29 theoretisch. Mit irgendwie, ich weiß nicht. Ich hätte halt meine benutzt, weil meine, die haben halt Upcutstone, Refholds, die haben Elixiere, Scrolls, Power Scroll, Deathstones und so. Damit hätte ich halt simulieren können, okay, was brauchst du, um jetzt, wenn Laren Chasm attraktiv ist, weil es dir 20, 30 Minuten irgendwie Zeitvorsprung gibt oder sowas, so schönen XP-Gain, was brauchst du es, um es machen zu können? Bis 15 dauert auch 20 Minuten. Ja, bis Level 15 dauert 20 Minuten, aber ich würde nicht auf dem Char eine Power Scroll oder Flask cashen. Damit der das schafft. So, ich würde aber gerne gucken, okay, weil ich glaube, ein normaler Level 15er, der wird es nicht packen. Laren Chasm. Wird er nicht hinkriegen. Das ist jetzt halt die Frage, okay, wie viele Prems bräuchte er theoretisch, damit er da hinkommt? Wenn nicht, machen wir es halt nicht mit einem Akrobaten. Ich habe noch andere Chars. Wir können es auch mit einem Assisten machen oder mit einem Mage. Bei denen lass die STR-Flask weg. Theoretisch, ja. Aber der ist ja zu hoch, der kann ja nicht mehr, der 35er, er kommt ja nicht mehr hier rein in Laren Chasm, weil er überlevelt ist, ne? Also, wenn ich ihn jetzt auf Level 16 D-Level, wir könnten höchstens gucken von ab 31 bis 60, ob es vielleicht nochmal Sinn macht, nochmal reinzugehen. Indem wir den einfach einmal probieren. Wir müssten theoretisch auch hier bei dem jetzt machen, so wirklich Reality-Check. So, wenn wir jetzt hier 1, 2 killen können, ja, okay, XP ganz geil. Aber du müsstest theoretisch, wie ist es in der Realität so, ne? Theorie und Praxis. Wenn du jetzt hier von Level 15 bis, weiß nicht, 30 hier levelst versus Mass Dungeon und dann Saint Morning. So, dass man halt wirklich sagt, okay, irgendwie die Zeit stoppt oder sowas. Wir machen hier einmal Laren Chasm, wo ich mir sage, wahrscheinlich wäre die beste Combo, anstatt halt Mass Dungeon, Laren Chasm bis Level 25, 26 und dann nach Saint Morning anstatt Mass Dungeon. Genau, ja, Downleveln können wir halt nicht, also nicht aus dem Levelbereich raus. Ne? Also mit einem Akrobaten hätten wir, wenn wir jetzt Level 16 uns downgelevelt hätten, hätten wir hier trotzdem nicht reinkommen können, weil unser Originallevel über Level 30 war. Wir haben jetzt einmal Mass Dungeon. Mass Dungeon beginnen die Mutant. Das sind Mutant-Pfeffern sind doch die ersten, oder? Genau. Jetzt das immer hier machen. Immer. So, wir sind jetzt Level 15. Dann haben wir bei denen laut Flive Wiki einen EXP-Gain von 4,27%. Das ist jetzt nicht irgendwie mit FWC Flask und so oder irgendwas, sondern einfach ein Anhaltspunkt 4,2735. So, wenn ich jetzt Wiki auf Dungeon gehe, auf Laren Chasm normal, dann sind die ersten Deep Dive Gorilla. Hier habe ich einen XP-Gain von 7,265, also fast das Doppelte. Der hat jetzt 15k HP. Der hat 3,8k HP. Die Sache ist die,
können wir steigern mit EXP Curses, dass das nochmal um Amount X erhöht wird, nochmal mit der EXP Flask erhöht wird, nochmal mit der Ampli erhöht wird. Du sparst dir halt den Rumrennerei, so, ne? Ich weiß halt nicht, ob das Äquivalent von 50 Mass Dungeon Kills, die du insgesamt da drin hast, vergleichst dann zu 12 bis 15 Kills dann im Mass Dungeon, so, ne? Du sparst dir halt dann vielleicht das Hin- und Hergerenne. Wenn wir jetzt aber hier 24 sind, dann haben wir hier noch 1,1. Und hier sind wir dann schon bei den Banks. Welche Level sind denn die Banks? Die sind doch unter ein Bang. 24. Haben wir 1,3. Hoppala. 1,3 gegen 1,1. Hier hätten wir vielleicht immer noch die Curses, wodurch wir immer noch höher wären. Aber halt mehr. Ja, da ist halt die Sache, okay, muss man halt vielleicht auch einfach testen. So. Ja, okay, wait for approve. Ich weiß halt nicht, ob es schneller ist. Es kann natürlich sein, durch die massive HP, dass wir das halt nicht so richtig hinkriegen. Daher würde ich sagen, wir gehen erstmal kurz rein und testen einfach mal, wie der Killspeed ist und ob wir das überhaupt jetzt hinkriegen. Also wir haben halt einen 15er Stuff, wir haben ein paar Vagi-Teile. Also ich sag mal, anders wird unser FWC Level 15 Equipment auch nicht aussehen als das hier. So, mehr wird es halt nicht sein. Das Ding ist, wir haben dort 15% PvE-Schaden und 10% Defense von der FWC Flask, wenn wir Pay to Progress sind. Das sind wir ja natürlich. Wir können halt hier noch sagen, okay, wir nehmen hier eine Int, wir nehmen eine Lion, wir nehmen eine Defense. Was könnten wir theoretisch noch haben? Power Scroll, letzte Ausbaustufe machen wir. Upsala, die wollte ich gar nicht nochmal. Ich wollte die hier haben, also Int, wo ist die STA? Achso, die ist hier, ich hatte schon welche. Das war Bronze, Bullhamster, Elixiere. Wir könnten jetzt hier halt sagen, okay, Potion of Clarity. Und wo ist Damage? Hier, Magical Power. Und dann halt hier, sagen wir so, Level 15 müssen wir irgendwie vielleicht Full Power gehen mit Mental Strike. Theoretisch Food benutzen ist halt auch schwierig, weil das haben wir eigentlich gar nicht. Upcut Stone. Weil das Positive bei Mass Dungeon und so spricht eigentlich relativ viel schon hier gegen. Ist ja auch das Party-Leveln und sowas alles, wenn du halt hier weniger killst. Ich weiß nicht, ob die Party da großartig gelevelt wird. So buffen können wir uns eigentlich gar nicht großartig vorher. Also wir müssten ja da auch ohne Buffs reingehen. Diese Dinger nerven mich hier immer so, ne? Dass das hier ist. Dass das hier einfach ist. Ballons. Ja, weiß nicht, ob wir Ballons jetzt großartig haben. Eine Crackerbox, ein paar Raketen wären eigentlich auch wichtig. Fehlt uns jetzt irgendwas? Also wie gesagt, wir hätten die PvE, also die FWC Flask eigentlich noch an. Ansonsten wären das eigentlich so die Werte, so, ne? Dass man halt so reingehen würde. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Ich nehme jetzt die Sachen einfach mal mit. So. Mit Mental Strike. Ich hätte gerne mit einem Akrobat getestet, aber ich habe jetzt keinen Akrobat mit den ganzen Prems. So, und jetzt wollen wir eigentlich mehr XP. Wir machen mehr Schaden. Ist eigentlich wie beim Leveln. Drop Rate ist uns egal. Wir wollen mehr XP und mehr Schaden machen. Dann gehen wir jetzt rein. So, jetzt würden wir hier eigentlich noch unseren RM oder FS mit hier drin haben. Drauf scheißen wir jetzt. Das hat keine Auswirkung auf so einen Instanz-Dungeon. Ist jetzt nicht wie diese Boss-Fights und so, wo du bei Solo dann irgendwie geringere HP und sowas alles hast. Jetzt gucken wir uns einfach mal. Also die haben jetzt halt diese 15k HP.
Ja, ne, schon geht eigentlich. Von 1,5 auf 6,3 auf einem normalen Server ohne Ampli. Das Ding ist HP. Aber unser FS kann schon heilen. Unser FS kann dann theoretisch schon heilen, den wir dann mit haben. Also es geht. Da können wir eigentlich schon heilen mit. Oh, die haben aber eine Range vom Allerfeinsten. Aber XP würde ich jetzt erstmal sagen, es ist schon super saftig. Dafür, dass wir Level 20 sind. Wie gesagt, wir haben nichts weiter an. Keinen weiteren EXP gehen an. Und dafür, dass wir auf einem normalen Server ohne irgendwas spielen, das sind jetzt, wie viel sind denn das? 3, lass mich das mal hier kurz aufschreiben. Wir haben jetzt 16,6582. 16,6582, Mann, da kommt schon der nächste gleich. 16,6582. 16,6582. Oh, wie viel sind denn das? Hab ich nicht hier einen Rechner? Nee, warte mal. Anders. Tun wir es anders. Wie viel? 16,682? 3,407? 3,43. Ja, okay, irgendwie so. Also 3,4. 3,4. Warte, ich schreibe das mal. 16,6582. War es so? War das so? Jetzt gehen wir mal kurz rüber. Hier haben wir jetzt ja die Buff-Peng-Buffs sozusagen. Jetzt ein bisschen uns ein bisschen falsches Tempo vorgaukeln, aber wir sind natürlich in der Overworld stärker unterwegs. Nicht so stark, wie wir jetzt sind. Aber mich würde trotzdem mal ganz kurz interessieren, wie viel wir jetzt bei Banks machen. Pro Kill. Für mich sah es erstmal vielversprechend aus. 3,43% pro Kill. Die Kills waren eigentlich relativ easy. Also egal, ob du jetzt Mercenary, Assist, Akrobat bist. Ich denke mal, wenn man diese Prems ungefähr used, manche Sachen müssen davon noch nicht mal so. Also es war jetzt nicht vom Damage-Input, den wir bekommen haben, so schlimm, wie ich gedacht habe. Wie gesagt, man hat eigentlich dann noch die FWC-Flask noch mit an, die ja nochmal mehr PvE-Schaden und Defense gibt. Dadurch könnte man sich jetzt einen Def-Up-Cut und sowas alles sparen. Aber bestimmte Sachen bekommst du ja sowieso. Man muss halt gucken, ist es das wert? So, das müssen wir auf jeden Fall noch testen. Also wahrscheinlich müssen wir noch einmal auf Level 29 hochleveln. Oh. Um dann zu D-Leveln. Zweimal. Um dann zweimal dieses Race zu machen. Um wirklich zu gucken, okay, wo spart man? So, dann machen wir jetzt die hier. Oh, der ist aber schnell umgefallen. Aber die geben auch 2%. Oder? Die geben über 2%. Ne. So schnell wie die umfallen. Naja, also so schnell wie die hier umfallen, brauchst du nicht in Chasm gehen. Das ist ja bam bam, 2-3%. Das ist ja, das ist so ein geiles Gameplay, ne? Das ist so ein geiles Gameplay, das macht so Spaß. Ich freue mich schon so auf FWC. Einfach bam, 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 bam. Ja gut, Test abgeschlossen, oder? Mass ist schon besser. Selbst mit Druckbetankung ist der Mass Dungeon ever besser. Ja gut. Wichtig, dass wir es mal getestet haben. Denn ist das eigentlich wurscht hier? Und wir hatten jetzt hier bei dem Char Global Attack an, was so ein bisschen wie PvE-Schaden Flask ist. Durch Global Attack in der Party.
Weil wenn wir Level 15 wären, ja, also das Kleinschießen hat sich dann wohl erledigt. Das ist dann eigentlich theoretisch nichts mehr, was